Optisch hat mich dieses Set sofort abgeholt. Der Preis war da eher das Problem. Ich habe dieses Set auch noch beleuchtet. Schauen wir uns das an, ob sich das Ganze gelohnt hat. Hallo und willkommen auf meinem fantastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch mal ein Set von Lego geholt. Die 43277 Cruella de Vil's Car von der Disney-Reihe oder der Disney Villains-Reihe. Schöne Box, man erkennt die Szene aus dem Film oder den Zeichentrickfilm. Und wir haben halt eine Minifigur und ein Tierchen und das Auto. Hinten können wir sehen, wie es ein bisschen drinnen aussieht. Von der anderen Seite das Auto. Und es hat wohl auch Funktionen. Ja, sehen wir nochmal die Minifigur. Hier auch noch. Nettes Boxdesign. Kann mich da nicht beschweren. Wir haben eine Bauanleitung. In der Bauanleitung wird jetzt nichts von der Lizenz gezeigt. Also da startet der Bau sofort. Ich habe es mit PDF gebaut. Die Bauanleitung hat 130 Seiten, 125 Bauschritte. Das Set ist unterteilt in 3 Bauabschnitte. Heißt, es hat 3,02 Teile pro Bauschritt und 126 Teile pro Bauabschnitt. Ich baue ja sehr viel alternative Marken. Ich sage mal am meisten Lumibrix. Und dann merke ich tatsächlich, dass dieses rot umrandete sehr hilft, obwohl hier sehr viele Teile oder sehr wenig Teile verbaut werden pro Bauschritt, würde diese rote Umrandung tatsächlich helfen, weil manchmal muss ich halt suchen, wo was hingehört. Das ist ja fast so wie Fehlersuche. Aber natürlich ohne Probleme gebaut. Hinten hat man eine Teileliste. Farbkodierung, ja, kann ich jetzt auch nicht großartig sagen. Es gibt ein paar Stellen, wo ich die ein oder andere Farbe unnötig finde. Ich würde sagen, es geht. Die Maße vom Set, so wie es da steht, hat es eine Länge von 26 cm, eine Höhe von 7,1 cm und eine Breite von 9 cm. Es hat ein Gewicht von 322 Gramm. Das ist ohne die Beleuchtung, die ich eingebaut habe. Das sind die Ersatzteile, die dazu gekommen sind. Dieses Teil ist mir übrig geblieben, nachdem ich die Beleuchtung eingebaut habe. Und ein Teile-Trainer in Türkis. Kommen wir dann gleich zu dem Preis. Dieses Set ist wohl exklusiv oder teilexklusiv. Ich weiß es nicht, auf der Lego-Seite steht nichts, aber man findet es mit wenig Rabatten. In der UVP kostet das 49,99 €, was einen Teilepreis von 13,23 Cent macht und einen 100 Gramm Preis von 15,52 €. Das ist schon eine Ansage. Dann habe ich jetzt gesehen, es gibt es relativ gut online zu bekommen für 39,99 €, also knapp 40 €. Aber da sind wir immer noch bei einem Teilepreis von 10,58 Cent und einem 100 Gramm Preis von 12,42 €. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So viel ist dieses Set mir nicht wert. Es hat keine Beleuchtung, es hat kein einziges bedrucktes Teil, es hat nur 3 Sticker, eine Minifigur und ein Tierchen. Mir hat das Design einfach gefallen und ich wollte dieses Set schon sehr, sehr lange, weil es mir einfach gefallen hat. Ich habe sogar überlegt, es mir von AliExpress zu holen, da ist es deutlich günstiger, dieses Fake Lego oder Flego. Ich habe es nicht gemacht, weil das ist für mich wieder moralisch
Und klar halt diese 1:1 Kopien. Aber ich verstehe den Frust der Leute, wenn die sagen, dass Lego teuer ist. Ich bin da in der Lego-Welt nicht so viel drinnen, weil wo ich aus meinen Dark Ages wieder rausgekommen bin, habe ich fast sofort mit den Alternativen angefangen. Aber genug zum Preis, muss jeder für sich selber wissen, ob es sich lohnt. Dann zeige ich euch mal die Minifigur. Das ist halt Cruella, Dual Molded Haare mit Ohrringen, vorne bedruckt, Beine bedruckt, nette Minifigur und der kleine Dalmatiner. Die Bauzeit, die betrug auch nur 45 Minuten. Aber da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Speedbuild und danach zeige ich euch das Set aus der Nähe. Dann zeige ich euch auch noch, wie ich die Beleuchtung gebaut habe. Ich habe auch noch ein kleines Speedbild von dem Einbau der Beleuchtung. Viel Spaß! Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Kommen wir erstmal zu der Beleuchtung. Hier könnt ihr sehen, haben wir die Kabel hier eingebaut und hier habe ich eine Knopfzellenbatteriebox. Wenn man sie einschaltet, habe ich hier vorne beleuchtet, drinnen die 2 Stopplichter und das. So. Und es fährt immer noch und man kann auch lenken. Also das hat die Funktionen nicht beeinträchtigt. Ich mache mal mein Licht aus, dann kann man es vielleicht noch besser sehen. Und so sieht das beleuchtet aus. Ich finde, ich habe es gut gemacht. Ich habe kein Erweiterungsbeleuchtungsset auf Lighttailing oder BricsMax gesehen. Hier sieht man auch hinten quasi Stopplichter und halt unterm Dach habe ich auch so eine Lampe eingebaut. Ich habe wohl von dem ganzen Lumibric-Set auch ein bisschen selber gelernt, wie man das gut einbaut, ohne dass man die Kabel großartig sieht. Also, ich finde, beleuchtet ist es immer besser. So, machen wir wieder das Licht an. Dann zeige ich jetzt noch das kleine Speedbild mit der Beleuchtung. Ich glaube, so 20 Minuten habe ich gebraucht. Dafür habe ich so von BricsMax so ein Beleuchtungskit benutzt. Dieses hier und dieses war mal im Sale. War super günstig und ich wusste, dass da sehr coole Teile drinnen sind, weil man kann ja immer bei BricsMax reinschauen, was für Teile da sind. Dieses Set habe ich gar nicht. Wer weiß, vielleicht einmal, weil tatsächlich
hatte ich es damals zweimal gekauft. Eins ist noch verpackt. Und da waren auch diese ganzen Lichter drinnen. Man bekommt auch die Steine, damit man die Kabelverlegung schön machen kann. Und damit es jetzt nicht blendet, mache ich es aus. Also hier vorne sieht man einfach das Licht, dann hat man das da drauf gesteckt, was ja natürlich die Stabilität von den Lichtern vorne beeinflusst. Aber für mich wird es ja ein Displaymodell und dann wird es ja auch nicht viel bewegt. Lenkung, wie schon gesagt, funktioniert dabei ohne Probleme. Dann wurden hier die Kabel durchgeführt, hier zusammengefügt und hier habe ich halt diesen Verteiler hingetan, hier die Batterie-Knopfzellenbox. Die anderen Kabel, so, die anderen Kabel habe ich hier drunter durchgezogen und hier hinten habe ich es quasi hinter der Wand verbaut. Nichts Großartiges, aber schön. Das wäre dann die Beleuchtung. Das Set an sich, ja, ich finde es schön. Was ich schade finde, ist, dass tatsächlich diese Paneele, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, aber die haben schon Mini-Kratzer. Da sie ja so deutlich sind in diesem Set, finde ich das wirklich schade. Aber okay, es glänzt trotzdem. Ich finde das Design sehr gut getroffen. Auch von unten ist es schön geschlossen. Farbkodierung sieht man kaum, hier ein bisschen rot. Was mich am meisten stört, ist tatsächlich das bei den Reifen, dass hier ein weißer Pin ist und hier, nicht Pin, sondern Achse. Und hier eine braune. Vielleicht hätten sie noch coolere Räder oder Felgen machen können. Aber sonst finde ich es schon cool, wie es gebaut ist. Na, hier sollte das quasi ein Seitenspiegel sein. So, die Türe, das fand ich cool, dass sie das gemacht haben. Haben sie quasi dieses Teil hier eingebaut, dass es auch so Türstopper hat. Man kann nicht zu viel zumachen. Das sind die beklebten Teile. Man sieht einmal hier und dann drinnen, wenn man die Minifigur rausnimmt, was man gleich sagen kann, super viel Platz drinnen, können zwei Figuren, glaube ich, gut nebeneinander sitzen. Aber die Konsolentafel ist auch beklebt. Bei diesem Preis könnte man wirklich diese drei Teile bedruckt reinlegen. Aber die haben es jetzt so gemacht und dann entweder akzeptieren wir es oder wir lassen es. Dass man das hier lenken kann, finde ich super cool. Aber ich weiß selber nicht, würde es mir jetzt besser gefallen, wären das die gleichen Räder wie hier. Irgendwie wäre es dann auch zu groß. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ja, hier dieses Horn haben sie auch schön gemacht. Und rumfahren kann es auch. Beleuchtet ist es von mir. Alles in allem gefällt mir das Set schon sehr, sonst hätte ich es mir ja auch nicht gekauft. Ich finde es schade, dass es halt so teuer ist, weil das, wenn man es jetzt auch nicht beleuchtet und so, super Set, damit das Kind damit spielen kann. Ja, was ich sagen wollte, die Scheibe hat mir sehr gut gefallen, weil es aus zwei Teilen gebaut ist, somit auch keine Farbabweichungen. Das war toll, super tolle Scheibe. Ja, was meint ihr? Was sagt ihr über meine Beleuchtung? Und habt ihr das Set schon bis jetzt bemerkt? Weil irgendwie online habe ich nirgendwo Videos von diesem Set gesehen und es ist ja schon eine Weile auf dem Markt. Dann hoffe ich, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.